Hallo Frank. Hallo Gabi. Sehr gut, ja. Pure Gewalt. Es war angenehm zu spüren, wie der Bohrer den Balken zerfetzt. Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und wir machen heute den Monster-Akkuschrauber-Zuschauertest. Warum machen wir das eigentlich? Denn wir haben das Ganze ja schon mal getestet. Wir haben hier Milwaukee, Metabo, Makita, Dewalt und Bosch ja schon mal in einem Video getestet. Und ich habe sie ordentlich gequält, habe sie rangenommen und hinterher hatten wir auch ein Feedback. Aber wir haben uns gedacht, nämlich Daniel und ich, wir haben gedacht, Mensch, was machen wir dann da, dass wir ein neutraleres Ergebnis haben? Denn wir wollen das ganz neutral haben, wir wollen auch nochmal ganz klar Punkte vergeben heute. Und das werden wir heute nämlich machen. Wir haben hier heute 4 Zuschauer, die hier an ihren Stationen stehen. Und vielleicht nehmt ihr schon mal eure Plätze an den Stationen ein. Denn wir haben hier heute 5 verschiedene... Was ist denn hier los? Wir haben heute 5 verschiedene Stationen, an denen wir diese Akkuschrauber auch wirklich auf Herz und Nieren prüfen. Denn wir haben hier den David. David wird heute Folgendes machen. Er wird diesen Betonblock hier malträtieren. Du kannst dir nachher noch aussuchen, ob du einen 10er nimmst oder einen 12er, weil ich glaube, das wird schon eine echte Aufgabe werden. Ja? Wir haben hier den Michael. Michael wird hier den großen Schlangenbohrer nehmen, 40 mm stark, hier ins Holz reinwemsen. Das ist schon eine echte Herausforderung für die. Und der Michael wird auch mal eine Sache nämlich probieren, ob das Ganze auch im zweiten Gang funktioniert. Wir haben den Sascha, den Schraubenexperten, der wird Folgendes machen, und zwar wird er hier auf Zeit schrauben. Da kommt es ein bisschen auf Geschicklichkeit an und bitte bleib neutral. Und mal schauen, wie schnell du die 10 Schrauben hier reinkriegst. Und wahrscheinlich den schlimmsten Test hat Frank, denn mit diesem Forstnerbohrer, ja, mit der Spitze, das ist schon wirklich hardcore. Und ich glaube, dass das auch nicht alle schaffen werden. Im ersten Gang vielleicht, im zweiten auf keinen Fall. Und am Schluss haben wir noch den Daniel. Daniel hat hier die kleine Aufgabe, diese wunderschöne, kleine, entspannte Schraube in dieses Stück Holz reinzuschrauben. Ich habe Daniel zu maximaler Neutralität verpflichtet, weil wir haben uns den Test hier heute zusammen ausgedacht. Aber ich glaube, Daniel, hast du einen Favoriten? Nein. Und übrigens, natürlich haben wir ja Freitag, wie immer, gibt es etwas zu verlosen. Und zwar diesmal den großen Milwaukee. Alles, was ihr dazu machen müsst, schreibt doch mal unten in die Kommentare, ob wir öfter Tests mit Zuschauern machen sollen. Wir haben hier unsere 5 Protagonisten, also unsere 5 Akkuschrauber. Die anderen 5 Protagonisten stehen hier an der Seite, sind startklar, dass es losgeht. Und ich freue mich so ein bisschen, dass ich das heute mal nicht machen muss. Kann ich ein bisschen mehr relaxen, ein bisschen Tests zuschauen. Wunderbar, genauso wie ihr. Ich habe hier übrigens die Geräte schon mal nach Preis sortiert. Wir sind hier bei Metabo und Makita knapp bei 190 €, bei Milwaukee und Dewalt etwas über 200, so im Bereich 220 € und bei Bosch im Bereich bei 280 schon. Wobei das hier auch das stärkste Gerät ist. Übrigens, wenn ihr euch für die Geräte interessiert, schaut einfach mal unten in den ehrlichen Preisvergleich. Wir haben uns gerade den Preis angeschaut, aber wie sieht es mit den technischen Daten aus? Ich blende das Ganze hier mal ein. Die Geräte unterscheiden sich gar nicht so sehr. Wir haben alle sehr viel Kraft, wir haben weit über 100 Newtonmeter, wir haben hier einen Schlagbohrschrauber jeweils und wir haben verschiedene andere Funktionen. Übrigens gibt es bei allen 5 verschiedene... 5 Akkuschrauber, nur einen, der kein Anti-Kickback hat. Und das ist hier der Dewalt. Aber vielleicht lassen wir uns doch mal kurz alle Geräte im Detail anschauen. Schauen wir uns den Metabo an. Bei Metabo gibt es einige Besonderheiten. Als allererstes muss man sagen, das Thema Impulsschrauben. Ja, wir können das Ganze hier unten am Drehrad einstellen, auf Impuls. Und schon haben wir hier... Ja, pulst er beim Schrauben. Wenn wir gerade hier unten sind, gibt es noch eine Besonderheit, und zwar können wir hier das Drehmoment einstellen, an der Stelle, ja, wo er blockiert. Das ist hier in der Regel immer bei allen Geräten, ansonsten hier oben am Bohrfutter. Ja. Ich persönlich finde es mal ganz angenehm, das hier zu machen, aber nicht wirklich wichtig. Ansonsten ist es so, dass wir hier ein Gerät haben mit Kickback-Control, ganz klassisch, aber er verhält sich leicht anders, und zwar lösen wir es mal aus. Wir haben hier ein akustisches Signal noch zusätzlich. Und dann ist es so, dass wir hier eine Sache haben, die ich persönlich sehr mag, ja, die in den Kommentaren auch durchaus mal kontrovers diskutiert wurde. Warum mag denn der Sebastian das so, beziehungsweise ist das eigentlich gar so wichtig? Und zwar ist es Folgendes. Ich finde es super, wenn er in die Drehmomentabschaltung geht, ja, dann ist es so, dass jeder andere Akkuschrauber anfängt, an der Schraube rumzurütteln. Der schraubt rein und macht da ratatatata, ja, und dann irgendwann sagst du dir, naja, hör ich vielleicht mal auf. Ja. Wenn du nicht aufhörst, dann macht das halt stundenlang weiter. Das macht Metabo hier nicht so. Hier ist es so, wir gucken mal, ob wir ein richtiges Drehmoment finden, ja, oder die richtige Einstellung finden. Dann ist es so, dass er hier
Ja? Das, was ihr jetzt gemerkt habt, er findet die Stelle, wo er sagt, jetzt ist der Moment, sagt einmal, okay, es reicht und dann ist auch okay. Ja? Dann ist er ganz in Ruhe, ganz entspannt und fertig. Das mag ich an dem Gerät wirklich sehr gern. Ansonsten ist es von den Newtonmetern her nicht das stärkste, aber wir werden ja nachher sehen, wie es sich schlägt. Kommen wir zu Makita. Bei Makita gibt es einige Besonderheiten. Nummer 1, den Akku. Wir haben hier ein 40 Volt Gerät. Über Sinnhaftigkeit streiten wir uns gerne in die Kommentare. Wir haben uns aber heute für das 40 Volt Gerät entschieden, weil es das neueste und modernste von Makita ist. Und ich habe gerade Quatsch erzählt, denn normalerweise stellt man ja eigentlich das Drehmoment hier oben ein, ja, den Klassiker. Bei Bosch hört sich das noch ganz klassisch an, glaube ich. Ja, das klassische Klicken, ja, wer kennt es nicht. Hier bei Makita ist es aber nicht so. Das ist das erste und einzige Gerät nach meinem Wissen von Makita, das es hat. Man kann das Ganze hier unten mit diesem Drehregler einstellen. Ja. Warum man jetzt 40 Stufen braucht, das entzieht sich wirklich meiner Kenntnis. Aber wenn man das so fein abstufen möchte, meinetwegen. Was wir hier auch haben, ist Kickback Control, ja, der Klassiker. Mich irritiert das Nachlaufen immer, aber es wird zumindest von der Kraft her entkoppelt. Kommen wir zu Milwaukee. Der Milwaukee hat eine große Eigenschaft, die man nicht unterschätzen sollte, nämlich der ist sehr kompakt. Wenn man das Ganze hier mit dem Akku mal abnimmt und den Griff mal abnimmt, wird man Folgendes sehen, dass der echt klein ist. Der ist wirklich, wirklich, wirklich klein. Im Verhältnis zu allen anderen ist er wirklich klein und hat richtig viel Kraft. Ansonsten ist es bei dem Gerät so, wir haben hier auch Kickback Control, habe ich euch oft genug gezeigt. Wir haben hier die Möglichkeit, verschiedene Voreinstellungen zu treffen. Man kann das Ganze mit Bluetooth verbinden. Hier unten über diesen Schalter kann man in die 3 Modis gehen und die Drehzahl des Gerätes vorwählen. Habe ich noch nie gemacht. Also schreibt gerne auch mal in die Kommentare, wer von euch das macht. Kommen wir zu Dewalt. Bei Dewalt ist es so, dass das Gerät, wie vorhin schon erwähnt, kein Kickback Control hat, aber zumindest 2 Features, die man erwähnen sollte, oder 3. Nummer 1, das ist ein formvollendetes Gerät, wie ich gerade gelernt habe. Aber vor allem, wir haben hier 3 Gänge. Das heißt, wir haben hier eine größere Abstufung, ja, in dem Ganzen. Und besonders für die Metallbauer ist das immer wieder interessant. Ich selbst nutze es relativ wenig. Und wir haben hier unten die Möglichkeit, ja, die Taschenlampe, also die Leuchte hier entsprechend, ja, zu justieren. Von sehr stark zu mittel und nur ein bisschen. Es gibt noch 2 Dinge, die ich euch erzählen möchte, und zwar sind das 2 Dinge, über die sich viele wundern. Nummer 1, wenn ihr das Ganze hier umstellt auf das Thema Taschenlampe, dann geht ab jetzt das Ganze hier nie wieder aus. Das wird so lange leuchten, bis der Akku leer ist. Und das auch Nummer 2. Und zwar haben wir hier ein 18 Volt Gerät mit einem 54 Volt Akku. Das heißt, ich kann hier den ganz normalen 18 Volt Akku dran packen und dann habe ich hier schon ordentlich Leistung. Dewalt empfiehlt aber für den letzten Quäntchen, für die letzten 2, 5 oder 8%, weiß ich nicht, den 54 Volt Akku. Und wir wollen doch heute auch schon das Maximum rausholen. Aber es ist immer wieder interessant, weil viele wissen das gar nicht, dass man den 54 Volt Akku auch auf den 18 Volt Geräten nutzen kann. Kommen wir zum Bosch, zum 150 Newtonmeter starken Akkuschrauber und der absoluten Top-Klasse von Bosch. Hier bei dem Gerät gibt es ein paar Besonderheiten, und zwar eine Sache, die ich vorhin bei Milwaukee zum Beispiel nicht erwähnt habe. Auch das Gerät hat Kickback Control, aber hier kann ich das Ganze hier unten an einem Schalter ausschalten, wenn es mich mal stört und ich es nicht brauche. Hier ist es so, dass ich bei Milwaukee es nur über die App ausschalten kann. Hier habe ich direkt einen Schalter. Das ist eine sinnvolle Sache, kann ich auf jeden Fall schneller arbeiten, schneller wieder umschalten. Das nächste ist das Ganze, wir haben hier oben eine LED und ihr seht hier schon, die leuchtet jetzt grün, und zwar aus folgendem Grund. Ich habe ihn vorher hier unten auf 45 Grad eingestellt. Und zwar kann ich die Gradzahl auch einstellen, auch über die App übrigens mehr als 45 oder 60, eine andere Gradzahl. Und hier ist es so, wenn ich das Ganze auf die richtige Gradzahl stelle, dann ist es so, schaut mal auf die LED, ich neige es langsam auf die richtige Gradzahl und jetzt bin ich genau im richtigen Winkel und kann entsprechend schrauben. Da wir gerade bei Dewalt auch über das Thema Akku gesprochen haben, ist es hier bei Bosch auch so, wir haben hier einen besonderen Akku, hier aber einen 18 Volt Akku, und zwar einen 18 Volt Pro Core. Wichtig ist für euch, wenn ihr euch für den Akkuschrauber interessiert, nehmt den richtigen Akku. Ihr könnt so ziemlich jeden 18 Volt Akku von Bosch nehmen, der in den letzten 10 Jahren plus produziert wurde, aber ihr habt nur mit einem Pro-Core ab 5,5 Ampere-Stunden die volle Leistung. Nachdem wir uns die Geräte angeschaut haben, starten wir jetzt endlich. Der David hat schon richtig Lust, hier loszulegen an diesem wunderschönen Betonpoller, aber der Hinweis, macht das nicht nach. Bitte wirklich, macht das nicht. Erstens, der Beton ist aus meiner Sicht auf jeden Fall viel zu hart für diese Geräte. Und wenn ihr euch fragt, warum wir das machen,
Wir haben einfach Lust drauf, ja? Deswegen machen wir das. Aber wir haben ja hier jeweils die Geräte mit Schlagwerk. Diese Geräte mit Schlagwerk sind nicht dafür gemacht, so ein hartes Material zu bearbeiten. Ich persönlich empfehle immer wieder, nehmt das Gerät ohne Schlag und für das Thema Schlagbohren ein anderes Gerät wie eine Schlagbohrmaschine oder. Jetzt fangen wir einfach mal an. Und zwar wird der David für dich ein Gerät nach dem anderen jetzt hier benutzen. Und das Ganze haben wir hier fachmännisch so, markiert. Und werden immer auf dieselbe Tiefe gehen. Nachdem der David jetzt die 5 Löcher gebohrt hat, blenden wir euch da mal die Zeitergebnisse ein. Aber erstmal möchte ich von dir dein Feedback, deine Meinung haben. Wie hat sich das Ganze angefühlt? Vom Gefühl her war Dewald am schnellsten, liegt aber auch an der 3. Stufe. Ja, na klar. Metaba hat sich schwer getan, ist aber auch das schwächste Gerät in der Runde. Bosch, Milwaukee ziemlich gleichwertig. Auch Makita, trotz den 40 Volt leider nicht so durchzugstark. Hast du irgendwo ein Gerät gehabt, wo du sagst, dass es vom Handling her sich anders angefühlt hat? Also von der Haptik her hat mir der Bosch sehr gut gefallen. Wir sind ein Bosch-Kanal. Er wurde dafür nicht bezahlt, ja. Er wurde dafür nicht bezahlt, nicht bestochen, kein gar nichts. Hat mich wirklich nur interessiert, was, wenn du sagst, okay, von der Haptik her, von der Haptik her war es am besten. Wunderbar. Gibt es irgendwas, was dir gar nicht gefallen hat? Ja, bei Makita hätte ich mir mehr erwartet beim Bohren. Es hat auch etwas mehr geruckelt in der Maschine. Vibration hast du gemerkt? War Okay. ein bisschen stärker. Alles klar. Dann kommen wir jetzt mal zum nächsten Test. So, die Geräte sind warm gelaufen, Daniel noch nicht. Hier ist die große Schraube, los geht's. Wir machen jetzt einen Test, und zwar, wer möchte diese Schraube anfassen? Daniel bestimmt nicht, denn die ist gut heiß geworden. Als Hinweis, die Schraube war vorher schon nicht neu. Das heißt, Beschichtung ist runter und alle hatten etwa die gleichen Testbedingungen. Was ist jetzt deine Meinung? Wie haben dich die Geräte geschlagen? Was ist dein Favorit oder in welcher Reihenfolge würdest du sie sehen? Also ich habe sie sogar in der Reihenfolge schon aufgestellt. Ah, Den okay. Dewald fand ich sehr gut. Der hat sehr geschmeidig die Schraube reingebracht. Du musst es nicht so dolle gegenhalten. Ich habe wirklich mehr danach geguckt, wo muss ich ganz gewaltig gegenhalten. Und zum Beispiel Metabo hat einfach so einen kurzen Arm, Das stimmt. dass du einfach enorm viel Kraft dagegen bringen musst. Und das Ding ist halt bei so einer langen Schraube, wenn der dir aus der Hand rutscht, dann hast du ihn im Gesicht. Ja, Das willst du einfach nicht. Genau. Deswegen muss ich sagen, auch wenn Makita sich von der Kraft her wesentlich schlechter geschlagen hat, dadurch, dass der Arm wesentlich länger ist, konntest du ihn besser halten. Okay. Interessante Sichtweise, weil ich hätte auf jeden Fall den Makita viel weiter hinten einsortiert, weil er hat sich wirklich gequält beim Reinschrauben. Er hat sich gequält, ja. Sagen wir so, vom Handling her
würde ich die so aufstellen. Wenn es rein nach Kraft geht und wie oft er aufgehört hat, ich glaube, er hat am häufigsten ausgesetzt. Und wäre es so? Und dann wäre das wahrscheinlich so. Genau. Okay. Wie ist deine Meinung zu Milwaukee? Milwaukee schlägt sich wirklich gut, aber durch diesen kurzen Arm hast du genau das gleiche Problem. Du brauchst extrem viel Kraft, um dagegen zu halten. Abgesehen, wann schraubt man so eine lange Schraube rein? Muss man ja auch mal fairerweise sagen. Das ist eine gute Frage, aber ich fand deine Sichtweise sehr interessant, denn ich glaube, das mit dem Arm ist wirklich sehr wichtig, um die Kraft ordentlich zu verteilen. Und bitte bedenkt immer Folgendes: Wenn ihr solche Monster in der Hand habt und eine Anwendung habt, die auch wirklich dazu neigt, dass du diese Kraft auch einsetzen musst, benutze die nur mit dem Zusatzhandgriff. Gerade beim D-Wald. Gerade beim D-Wald, der keinen Kickback hat. Das stimmt leider. Nachdem Daniel eben den sehr leichten Test hatte mit dieser ganz kleinen Schraube, er lacht in der Kamera. Ich glaube, der hat morgen ein bisschen Muskelkater. Es ist so, dass der Michael jetzt den großen Schlangenbohrer hat. Wir haben 40 mm Durchmesser und vor allem haben wir eine selbstbohrende Zentrierspitze. Das macht das Ganze noch viel schwerer, als wenn wir eine einfache Zentrierspitze hätten. An der Stelle bin ich wirklich gespannt, ob alle es überhaupt im ersten Gang schaffen. Insofern sage ich mal, los geht's. So Michael, wie ist dein Feedback? Weil wir mussten ja auch bei einer Maschine auf jeden Fall etwas verstellen. Das ist auch der Hinweis für euch. Den Milwaukee haben wir beim Anfang erstmal mit Kickback Control gesehen. Hat er sehr schnell aufgegeben. Haben wir es ausgeschaltet, dann ging das Ganze. Bei Bosch haben wir es von vornherein gemacht. Da waren wir also von vornherein. Und das ist das, was ich vorhin sagte. Hier einfach auf den Knopf gedrückt und losgelegt. So, jetzt, wie ist dein Gefühl, wie ist dein Feedback? Sehr gleichmäßig. Wobei diese zwei Geräte vom Handling, sie sind halt wesentlich leichter in der Hand. Diese zwei, das waren die stärksten, aber zu dritt würde ich sagen, diese überzeugen halt pure Gewalt. Und es war angenehm zu spüren, wie der Bohrer den Balken zerfetzt. Okay, ich wiederhole nochmal. Pure Gewalt, und es war angenehm zu sehen, wie der Bohrer das Holz zerfetzt. Ja. Habt ihr das gehört? Ja? Also wenn ihr so einen Akkuschrauber braucht, dann seid ihr hier genau richtig. Bei den zweien hätte man schon fast Angst, ob das Gerät nicht zu klein ist für den Bohrer. Aber sie haben es geschafft. Keine Widerrede. Wir haben aber gesehen, ein Gerät hat es nicht geschafft im zweiten Gang und das war Metabo. Genau, Metabo hat es nicht Metabo. geschafft. Trotzdem sagst du hier, gutes Gerät, wärst du mit zufrieden? Ja. Okay, man muss auch dazu sagen, das Ganze hier im zweiten Gang zu machen, ist natürlich eigentlich purer Wahnsinn, weil niemand würde das im zweiten Gang machen, oder nur wenn du es wirklich eilig hast. Insofern haben alle Geräte den Test auf jeden Fall bestanden und jetzt wird es interessant, dann gehen wir jetzt nämlich auf Zeitschrauben. Jetzt haben wir den Sascha und der Sascha ist der Mann mit den schnellen Colts, denn der hat jetzt wirklich ein Problem, denn je nachdem, wie gut du arbeitest, ja, umso schneller wird das Ganze funktionieren, denn er darf nicht vorher ansetzen, ergo er kriegt pro Akkuschrauber 10 6x100 und muss die ganzen hier versenken. Übrigens bitte nicht zu sehr durchziehen, ja, also die müssen nicht wieder unten rausgucken, es reicht, wenn sie grob versenkt sind, ja, und er wird jetzt bei jedem einzelnen 10 Stück nehmen und mal gucken, wie schnell du bist.
Bevor jetzt Sascha sein Feedback gibt oder seine Einschätzung zu den Geräten, ein Hinweis. Wir hatten erst überlegt, das nicht anzusetzen und die komplette Zeit, die Sascha braucht, zu nehmen. Das machen wir nicht. Das habt ihr gerade gesehen. Und zwar haben wir den menschlichen Faktor jetzt ein bisschen ausgeschaltet, indem wir die einzelnen Schrauben zusammengekattet haben. Weil es sind ein, zwei Schrauben runtergefallen, ein bisschen mal anders angesetzt. Das würde ich jetzt unfair den einzelnen Schraubern gegenüber finden. Denn wenn wir hier die Testergebnisse sehen, hier sehen wir die Zeiten alle, wollen wir das Ganze auch möglichst fair gestalten. Jetzt aber, wie ist deine Meinung zu den Schraubern? Also muss man grundsätzlich sagen, der Hersteller weiß, wie man einen Schrauber baut. Ich habe es ein bisschen aufgeteilt. Der Metabo macht ein bisschen einen trägen Eindruck, auch im Handling tatsächlich. Bei den anderen Vieren, hier gibt sich keiner in irgendeiner Form eine Blöße. Dewald stellt sich hier nach vorne weg mit dem dritten Gang, mit der Geschwindigkeit. Aber Makita gefühlt schneller. Ich würde jetzt auf die Zeitentabelle gucken müssen. Hier sehen wir es. Und ansonsten sind wir hier in dem Range. Über die Kraft brauchen wir nicht reden, bei 6x100. Tippitopp. Also du sagst, alle Geräte sind brauchbar. Ja, definitiv. Der Metabo war ein bisschen zu behäbig. Ja, zu behäbig. Genau. Wir müssen natürlich sagen, wir haben alles mit maximaler Geschwindigkeit gedreht. Und da hatte, glaube ich, Dewald auf jeden Fall einen kleinen Vorteil. Und nun heißt es Frank gegen den Forstner-Bohrer. Wir haben hier eine 40 mm Baubohle, Frank, und 68 mm Forstner-Bohrer mit Zentrierspitze, mit selbstbohrender Zentrierspitze. Da heißt schon ordentlich gegenhalten. Ich wünsche dir viel Spaß. Danke. Der Test verlief jetzt ein bisschen anders als erwartet. Wie ist deine Einschätzung? Oder ist es so gelaufen, wie du es gedacht hast? Nee, hätte ich nicht. Also ich hätte nicht gedacht, dass Makita im zweiten Gang so durchzugsstark ist. Die beiden, Bosch und Dewald, die sind natürlich echt super, ziehen auch schnell durch. Der Milwaukee im zweiten Gang hat auch echt gut durchgezogen, aber man muss ihn wirklich festhalten, weil er eiert rum. Und der Metabo macht leider auf den letzten Millimetern schlapp, wieso auch immer. Genau, bei Metabo haben wir es extra zweimal ausprobiert, weil wir gedacht haben, vielleicht stimmt da was nicht, vielleicht war irgendwas an dem Holz, aber es war bei beiden Tests genau identisch. Welcher, würdest du sagen, hat den größten Durchzug in Summe gehabt? Durchzug in Summe würde ich sagen der Dewald. Aber natürlich im ersten Gang, im zweiten Gang hat er keine Chance gehabt. Und deswegen ist es ein bisschen eine Frage auch dessen, was man möchte. Denn ihr seht, alle haben es geschafft. Ja? Und ich vermute mal auch, dass du nicht im zweiten Gang damit Absolut. arbeiten würdest. Nur im ersten Gang. Alle empfehlen, nur im ersten Gang damit zu arbeiten. Alle. Deswegen sage ich ja auch, Dewald war im ersten Gang durchzugsstark. Abgesehen jetzt von der Bosch oder von der Makita oder vom Metabo. Kommen wir jetzt am Ende nochmal zu meinem Gesamtfazit. Und das Video zeigt genau eine Sache extrem deutlich. Und zwar, dass die Geschmäcker verschieden sind und auch die Dinge, auf die der ein oder andere Wert legt, nochmal ganz anders sind. Du hast jetzt wirklich verschiedenste Meinungen auch zu den verschiedenen Geräten hier gesehen und hast auch gemerkt, dass der eine vielleicht eher so in diese Richtung tendiert oder in diese Richtung. Bevor wir jetzt zum Gesamtfazit kommen, noch eine Bitte an euch. Und zwar schreibt doch mal unten in die Kommentare, was ist euer Liebling nach dem, was ihr gesehen habt? Und als zweites, wie fandet ihr es eigentlich, dass Zuschauer getestet haben? Nämlich ich habe ganz bewusst mich zurückgenommen und habe gesagt, Mensch, es wäre doch mal schön, wenn Zuschauer sich das Ganze mal anschauen. Abschließend kann man auf jeden Fall Folgendes sagen. Keines der Geräte hat versagt. Alle machen einen sehr guten Job. Das heißt, du kannst jedes davon kaufen und wirst mit jedem dieser Geräte erstmal grundsätzlich Spaß haben. Wenn wir uns hier mal den Dewald zum Beispiel anschauen, ist es so, dass er bei den meisten Tests, und lass uns mal
das Thema, die Testzeiten, Testpunkte, sowas brauchen wir alles nicht. Weil du hast gesehen, Dewald zum Beispiel lag bei den meisten Tests sehr weit vorne oder hat sogar gewonnen, wenn es um das Thema Zeit ging. Aber wir haben hier kein Kickback-Control. Das heißt, hier ist es durchaus möglich, dass wir noch einen Kickback haben. Ja? Dafür hat es natürlich aber auch 3 Gänge und so weiter und so fort. Ja? Bei anderen Geräten ist es wiederum so, dass sie etwas langsamer waren, wie zum Beispiel Metabo. Metabo war an vielen Stellen etwas langsamer, hat sich etwas mehr zurückgenommen, hat aber trotzdem alles im Großen und Ganzen geschafft, hat dafür aber andere Funktionen, wie zum Beispiel das Impulsschrauben oder dieses etwas angenehmere Kickback, ja? Mit dem Ton, was ich euch gezeigt habe. Und da gibt es viele, viele Dinge, die man bedenken muss und deswegen war das Video mir sehr wichtig, weil gerade bei diesen Geräten kommt es darauf an, dass man selbst genau weiß, was man möchte. Was möchtest du, auf welche Funktion möchtest du Wert legen? Bei Bosch zum Beispiel kannst du den Winkel einstellen, super. Ja? Bei Milwaukee kannst du das Kickback ausstellen oder. All das sind Sachen, die ganz interessant sind, ganz wichtig sind für deine Entscheidung. Deswegen lesen wir uns unten in den Kommentaren, was ist dein Liebling nach dem Video von heute? Und denk dran, es gibt noch immer etwas zu gewinnen. Aber jetzt sage ich erstmal ran ans Werkzeug und vielleicht bis zum nächsten Zuschauertest.